Was ist los bei Warren Buffett? Die Cash-Reserve seines Unternehmens Berkshire Hathaway stieg in den letzten Monaten auf sagenhafte 325 Milliarden US-Dollar an. Das ist knapp doppelt so hoch, wie sie am Ende des Jahres 2023 war. Damals betrug die Cash-Reserve 167 Milliarden US-Dollar. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 973 Milliarden US-Dollar macht die Cash-Position in etwa 33,41% des Unternehmenswerts aus. Jedoch muss man davon ausgehen, dass rund 30 Milliarden US-Dollar der Cash-Position für das Unternehmen Geico reserviert sind. Diese dienen als Absicherung für das Versicherungsgeschäft. Geico gehört zu den umsatzstärksten Unternehmen aus dem Investmentkonglomerat Berkshire Hathaway mit einem jährlichen Umsatz von rund 95 Milliarden US-Dollar. Was aber in den letzten Wochen vor allem für große Aufruhr sorgte, waren die Abverkäufe von Warren Buffetts großen Aktienpositionen Apple und Bank of America. Zu der Thematik rund um den Verkauf seiner Apple-Position habe ich bereits ein Video gemacht. Wer sich dafür interessiert, schaut doch gerne einmal dort vorbei. Dazu kommt dann auch noch, dass Warren Buffett nicht in neue Aktien investiert. Da stellt sich natürlich die Frage, warum er das Ganze genau macht. Doch hört selbst. I don't think anybody sitting at this table has any idea of how to use it effectively, and therefore we don't use it, and we don't use it now at 5.4%, but we wouldn't use it if it was at 1%. Doch was können wir jetzt aus dem Ganzen mitnehmen? Warren Buffett tut sich aktuell schwer damit, Unternehmen zu finden, die Renditen bieten über dem aktuellen Zinsniveau. Hinzu kommt natürlich noch, dass die Unternehmen auch erstmal groß genug sein müssen, um eine Position darin aufzubauen. Doch das Ganze kommt wahrscheinlich für einige von euch überraschend. Der Aktienmarkt ist in den letzten 2 Jahren unglaublich gut gelaufen. Doch warum ist ein Investor wie Warren Buffett, der zu den Besten der ganzen Welt gehört, auf einmal so bärisch eingestellt? Warum fängt er an, Aktien zu verkaufen? Warum hat er eine so hohe Cash-Reserve? Und wie wird sich der Markt vielleicht in Zukunft entwickeln? Das genau ist das Thema des heutigen Videos. Viel Spaß! Zu Beginn stellen sich dabei natürlich 2 zentrale Fragen. Erstens, wie kommen die starken Kursgewinne überhaupt zustande? Und zweitens, wie können diese Kursgewinne fortgeführt werden? Über die letzten Jahre ist der Aktienmarkt durch turbulente Zeiten gegangen, aufgrund von Pandemien, Inflation, hohen Zinsen, Kriegen und dem AI-Boom. Aber vor allem die letzten beiden Jahre stechen hier deutlich heraus. Der Kursanstieg im vergangenen Jahr 2024 lag im oberen Dezil und gehört damit zu den stärksten seit 1928. Da die Performance 2023 ebenfalls bei 23,31% lag, ist das schon das zweite Ausnahmejahr in Folge. Das Ganze passiert trotz massiver Leitzinserhöhung, was den Markt zunehmend unter Druck setzt, da Wachstum teurer wird und dem Markt Liquidität entzogen wird. Im historischen Kontext bot dieses Zusammenspiel häufig die Basis für ein rezessives Umfeld. Doch der Aktienmarkt sieht aktuell alles andere als rezessiv aus. Doch woher kommen diese astronomischen Kursanstiege? Die spektakulären Renditen entstanden ursprünglich aus Profitabilitätswachstum. Doch rund die Hälfte der Kursgewinne ist zurückzuführen auf die Bewertungsausweitung und der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen. Hohe Bewertungen oder starke Kursanstiege bedeuten aber nicht, dass die Performance in den nächsten Monaten oder Jahren zwangsläufig negativ ist. Unternehmen können durch verschiedene Faktoren, wie beispielsweise wirtschaftlichen Aufschwung, Gewinnexpansion oder Margenexpansion, ihre Bewertungen einholen. Also schauen wir uns jetzt einmal genau diese Faktoren im aktuellen Kontext an, in Bezug auf den S&P 500. Wenn die Performance des S&P 500 in den letzten 12 Monaten bei über 20% lag, folgte über die nächsten 12 Monate ein Mediankurswachstum von 13%. Hierbei lag die Range bei ungefähr -12 bis +32%. Doch trotz dieser starken Range lag die durchschnittliche Performance in allen Jahren von 1928 bis heute unterhalb des Medianwerts unseres Falls. Doch anders sieht das Ganze aus, wenn wir auf das Verhältnis zwischen Bewertung und Performance blicken. Der S&P 500 wird aktuell zu einem Shiller-PE-Ratio von 37,96 gehandelt. Darauf folgte eine historische Durchschnittsperformance von -1%, wobei die Spanne zwischen -13 und +12% lag. Doch wieso sind diese Statistiken so ausschlaggebend für die Weltperformance, wenn sie sich doch nur auf den amerikanischen Aktienmarkt beziehen? Die 10 größten US-Unternehmen machen 21% des weltweiten Aktienmarktes aus, die Top 5 sogar immer noch 15%. Zu diesen Unternehmen gehören auch die Magnificent Seven. Die 7 Unternehmen haben den größten Anteil zur Performance des S&P 500 geleistet, aber auch nicht ganz ohne Grund. Über die letzten 20 Jahre haben diese Unternehmen das durchschnittliche Gewinnwachstum des S&P 500 um Längen geschlagen und dadurch signifikant zum Aufstieg beigetragen. Doch diese hohe Gewichtung birgt dadurch auch hohe Risiken. Denn bei einbrechendem Gewinnwachstum die hohe Bewertung vom Markt in Frage gestellt wird. Eine gute Kennzahl, um genau das zu messen, ist das sogenannte PEG-Ratio. Dabei wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation gesetzt zu den Wachstumserwartungen des Unternehmens. Das PEG-Ratio ist aktuell bei den Information Technology Companies weltweit auf einer Höhe mit denen aus anderen Branchen. Basierend auf diesen Daten und Fakten hat Goldman Sachs eine Prognose für das Wachstum in den nächsten 12 Monaten für das Jahr 2025 rausgegeben.
Hierbei gehen sie davon aus, dass der japanische Markt, welcher über die letzten Jahre in Verruf geraten ist, 17% Rendite bringt. Gefolgt von Asia Pacific ex-Japan mit 12%, dem S&P 500 mit 11% und das Schlusslicht bildet Europa mit 8%. Das ist natürlich in erster Linie eine Momentaufnahme. Die Performance kann sich auch schnell ändern, wenn beispielsweise die Tech-Aktien ihre Wachstumserwartungen nicht erfüllen können. Deswegen werden auch wahrscheinlich die nächsten Quartalsberichte entscheidend werden für die Entwicklung des Marktes. Und das macht auch Sinn, warum Warren Buffett dann eine hohe Cash-Position zum aktuellen Zeitpunkt hält. Die Erwartungen, die auf die Unternehmen gesetzt werden, sind extrem hoch. Die Gewinne müssen erst einmal erfüllt werden, ansonsten werden wir womöglich einen Crash sehen. Warren Buffett ist zwar nicht dafür bekannt, ein Crash-Prophet zu sein, aber trotzdem denkt er rational und hält sich momentan ein wenig aus dem Markt zurück und nimmt lieber die sicheren Zinsen mit. Wir können somit gespannt auf die nächsten 13 F-Filings von Warren Buffett warten, ob er denn wieder anfängt, einige Unternehmen zu kaufen oder weiter seine Unternehmen verkauft. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.